Ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Und heute würde ich sagen, gehen wir mal auf das Thema Vertikutieren oder Lüften ein. Was ist genau der Unterschied und wann soll man welche Maßnahme machen? Viel Spaß! Wir haben ja unsere Dünge- und Pflegepläne, wo wir übrigens auch in jedem Video verlinken, auch jetzt hier wieder anzeigen. Und da ist als Pflegemaßnahme ausschließlich Lüften empfohlen. Und trotzdem werden wir sehr häufig gefragt, warum wir eigentlich nicht vertikutieren oder was wir generell von Vertikutieren halten. Ich persönlich halte als Pflegemaßnahme vom Vertikutieren gar nichts. Das schädigt nur euer Gras. Doch was genau der Unterschied zwischen Lüften und Vertikutieren ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Denn manchmal kann Vertikutieren sogar sinnvoll und nötig sein. Doch warum, wieso, weshalb, würde ich sagen, schauen wir uns das mal bei zwei verschiedenen Geräten an. Los geht's. Ja. Der Unterschied vom Vertikutieren zum Lüften, das sind nämlich zwei völlig unterschiedliche Pflegemaßnahmen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal zum Vertikutieren. Also Vertikutieren prinzipiell wird ja sehr häufig empfohlen, beziehungsweise ich glaube, es ist auch so ein Mythos, dass man sagt, jetzt erste Sonnenstrahlen, 8 Grad, erstmal vertikutieren, den kompletten Rasen, der den Winter auch überlebt hat, erstmal kaputt machen und dann hoffen, dass er wieder wächst. Totaler Schwachsinn, lasst es bitte bleiben. Fakt ist, dass ihr beim Vertikutieren, das ist eine Pflegemaßnahme, beziehungsweise ja, ich weiß nicht, ob man von Pflegemaßnahme reden kann, sondern ein Vertikutieren wird eigentlich dann eingesetzt, wenn ich nachsäen möchte, wenn ich eine andere Grasart etablieren möchte oder wenn ich einfach, meinem Rasen was Schlechtes tun will und ich ihn einfach kaputt machen will. Denn beim Vertikutieren habt ihr scharfe Messer und ihr habt feste Messer. Und diese Messer, die sollen, wenn überhaupt, minimalen Boden eindringen, eigentlich gar nicht. Ja? Aber es lässt sich natürlich nicht vermeiden, weil euer Boden, euer Rasen nicht perfekt eben ist. Und dadurch wird es auch mal vorkommen, dass diese Messer, die festen Messer, in den Boden eindringen und dadurch regelrecht euer Graswurzelsystem komplett schädigen. Vertikutieren wird dann im Prinzip eingesetzt, wenn ihr einen extremen Rasenfilz habt. Ihr seht jetzt auch hier, ich habe schon lang nichts mehr gemacht. Ach, da sind wir gleich beim Regenwurm. Es hat heute Nacht sehr viel geregnet. Ihr seht auch hier, das ist die Supina. Es ist natürlich ein bisschen Filz da, das ist Wurzelwerk, das ist okay. Aber eigentlich spricht man von einem Problemfilz erst ab 10 mm und 10 mm ist schon richtig viel. Da bringt ein Lüften nichts mehr, da kann man oder soll man dann natürlich vertikutieren. Aber ich bin der Meinung, wenn man regelmäßig lüftet, kann man auf das Vertikutieren komplett verzichten. Und deswegen nochmal ganz grob, Vertikutieren kann Sinn machen, wenn ich die Rasenpflege jahrelang vernachlässigt habe und ich jetzt erst richtig anfangen will, ich nachsäen möchte, ich eine neue Grasart etablieren möchte oder wie gesagt, wenn ich da einfach extreme oder massive Probleme habe, weil ich zum Beispiel sehr viel Festuca-Anteil drin habe oder wenn ich die Acrostis drin habe, was ich aber nicht glaube, dass ihr in eurem Hausrasen die Acrostis drin habt. Deswegen halte ich von Vertikutieren nicht viel, weil ihr einfach das Problem habt, dass ihr eure Grasnarbe zu arg schädigt und dadurch das Gras zu sehr verletzt wird und dann auch durch Pollenflug, Löwenzahn, andere Unkräuter sehr schnell dementsprechend in eurem Rasen sich ausbreiten kann, auch die Poa annua und natürlich auch die Poa trivialis. Deswegen halte ich von Vertikutieren nicht viel. Und aus dem Grund halte ich viel mehr was von Lüften. Doch was jetzt genau der Unterschied ist, würde ich einfach sagen, drehen wir mal das Gerät kurz um. So, beim Lüften sieht es etwas anders aus. Also die Geräte sind schon mal die gleiche,
Aber beim Lüften seht ihr hier, ihr habt keine festen Messer, sondern ihr habt so Drahtzinken, die nachgeben. Und wenn ich da jetzt dagegen drücke, geben die richtig nach. Der große Vorteil, wenn ihr jetzt Bodenunebenheiten drin habt, radiert ihr nicht durch, ihr geht nicht in die Erde rein, sondern ihr holt nur das lose Material, das in der Grasnarbe ist, das auf der Oberfläche ist, das holt ihr raus, beziehungsweise ihr kämmt den Rasen regelrecht durch. Ihr habt auch hier den Vorteil, dass bei der Lüftereinheit die Drahtzinken deutlich enger aneinander sind als beim Vertikutieren. Und dadurch habt ihr hier ein effektiveres Durchkämmen. Also wie gesagt, durchs Lüften kämmt ihr mehr durch. Beim Vertikutieren macht ihr meiner Meinung nach zu viel kaputt. Und Sinn und Zweck vom Lüften ist einfach nichts anderes wie Haare kämmen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ihr kämmt einfach den Rasen mal wieder durch und hat den großen Vorteil, dass wenn kranke Blätter drin sind, abgestorbenes Material, wenn ihr mal mulcht oder generell, wenn eine Graspflanze nicht ganz so gesund ist, das holt ihr alles mit raus. Und das hat den Vorteil, dass die gesunden Gräser, die gesunden Blätter sich deutlich besser ausbreiten können, besser etablieren können. Euer Rasen wird es euch danken. Er wird danach besser aussehen, nicht gleich der erste oder der zweite Tag, aber nach so einer Woche wird er deutlich besser, gesünder aussehen. Es kommt wieder Sauerstoff an den Boden hin, beziehungsweise an die Graswurzel hin, und dadurch wird das ganze Gras wieder gestärkt. Es kann besser Wasser und natürlich Nährstoffe aufnehmen, und das ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige und sinnvolle Pflegemaßnahme, das Lüften, nicht das Vertikutieren, und aus dem Grund empfehlen wir persönlich nur das Lüften. Wenn ihr beim Lüften alles richtig macht und alles richtig beachtet, so wie wir es sagen, gehen wir gleich noch drauf ein, auf was ihr achten müsst, dann wird der Rasen innerhalb kürzester Zeit wieder gut aussehen, beziehungsweise selbst am gleichen oder am nächsten Tag nach dem Lüften, wenn ihr es richtig macht, sieht der Rasen gar nicht mal so schlecht aus. Im vorderen Bereich, wo wir jetzt gerade waren, da habe ich nichts gemacht, und in diesem Bereich habe ich vor 2 Tagen gelüftet, und wie man sieht es dem Rasen minimal an, gebe ich jetzt ehrlich zu, weil das eigentlich das erste Mal war, wo der Rasen gelüftet wurde. War das erste Mal, ja. Wir haben jetzt Anfang Mai, und ihr seht es auch, ich bin immer noch mit dem Pullover unterwegs. Es ist dieses Jahr extrem frisch, es ist extrem regnerisch, es regnet eigentlich nur. Und trotzdem muss ich sagen, hat es der Rasen trotzdem sehr gut weggesteckt, weil er einfach regelmäßig auch letztes Jahr gelüftet wurde, auch jetzt wieder. Und ihr seht auch, er sieht hier eigentlich ganz gut aus. Ihr dürft gerne mal näher kommen. Da sieht man, da ist so gut wie nichts mehr drin. Auch hier, das sind natürlich ab und zu sind noch ein paar sowas hier, so kranke Blätter, die gehen dann beim nächsten Mal mit raus. Aber im Großen und Ganzen hat es der Rasen echt gut weggesteckt. Wie gesagt, vor 2 Tagen gelüftet, und ich würde sagen, kann sich eigentlich sehen lassen. Es sind jetzt keine große Platten oder Fehlstellen drin oder ja, dementsprechend große Beschädigungen, wo ihr auch nachsehen müsst. Wichtig ist nur, was ich noch sagen wollte, auch wenn ihr einen Mähroboter habt, ist Lüften eine sehr wichtige Pflegemaßnahme, denn ein Mährobi, der holt natürlich ordentlich Material weg, und er mulcht ja nur. Und gerade in der Zeit, wo das Hauptwachstum stattfindet, April, Mai, eigentlich April, Mai, dieses Jahr eher Mai, Juni, da muss man ganz klar sagen, ist zu viel Material, das kann auch nicht verrotten, das können die Bakterien gar nicht zersetzen, und da macht es auch umso mehr Sinn, wenn ihr regelmäßig lüftet. So, ihr werdet euch jetzt auch fragen, warum ich eigentlich 2 Geräte hier stehen habe. Ihr habt 2 Geräte gesehen, was da groß der Unterschied ist, ob es sich lohnt, mehr Geld auszugeben, ja oder nein. Kurz gesagt, braucht ihr nicht wirklich. Ich habe jetzt hier nur ein Gerät, das ist mein Hauptgerät zum Lüften, und hier haben wir natürlich auch ein günstiges Gerät. Wir reden hier vom Preisunterschied. Wir reden hier vom Preisunterschied, ganz grob sage ich jetzt mal 200 € inklusive Akku, vielleicht auch 250 €, und hier reden wir von ganz grob 6.000 €. Also es ist ein gigantischer Unterschied.
Das ist natürlich auch ein Rasenmäher, wer es noch nicht kennt. Aber hier habt ihr auch schon mal den Unterschied. Das Gerät hier, die Zinken, die sind viel feiner und die sind auch noch deutlich leichter, klappen die nach hinten und es sind auch deutlich mehr. Also ich habe ja hier überall, hier kommt schon das nächste. Ich habe viel mehr und dadurch hole ich natürlich noch mehr Material aus meiner Grasnarbe raus. Und durch das, dass die Zinken viel feiner sind und dichter aneinander, ist es auch viel schonender für den Rasen als im Vergleich zu so einem Gerät, der grobe Zinken hat und auch schwerer nachgibt. Aber prinzipiell erfüllen beide Geräte natürlich die gleiche Funktion. Der eine etwas besser, der andere etwas schlechter. Aber deswegen extra 6.000 € auszugeben, braucht ihr natürlich nicht. So ein Gerät tut es vollkommen. Bevor ihr euch jetzt so ein Gerät kauft und einfach wie wild loslegt zu lüften, müsst ihr auf jeden Fall mehrere Dinge beachten. Zum einen mal ganz wichtig die Höhe. Bitte stellt den Lüfter nicht zu tief. Prinzipiell kann nichts passieren, weil mit Bodenkontakt gibt der Drahtzinken nach. Das ist kein Problem. Aber je tiefer ihr geht, desto mehr belastet ihr natürlich euer Gerät, das Material und natürlich auch euren Rasen. Wichtig ist auch, ihr solltet darauf achten, dass der Boden trocken ist, dass es schon längere Zeit nicht geregnet hat. Wir haben jetzt leider über Nacht, hatten wir mal wieder Regen. Es hat viel zu viel geregnet, aber so ist es halt mit YouTube-Videos. Wir haben feste Drehpläne und deswegen zeigen wir jetzt trotzdem die Geräte, wie sie funktionieren, wie viel Material die rausholen, obwohl es geregnet hat. Wenn es trocken ist, funktioniert es natürlich viel besser. Prinzipiell solltet ihr die Geräte so einstellen, dass die Drahtzinken gerade noch den Boden berühren, leicht ankratzen, dass sie minimal nachgeben. Das ist okay, das passt, aber natürlich nicht zu tief, also nicht auf die tiefste Einstellung. Ich wähle jetzt bei diesem Gerät die zweite Stufe und dieses Gerät auch so, dass der Boden minimal berührt wird. Und wichtig ist auch, dass ihr je nach Pflege, wir empfehlen prinzipiell ein häufiges Lüften. Schaut einfach in den Pflegeplan rein. Lüften kann man im Prinzip alle 2, 3, 4 Wochen. Kommt auf die Grasart drauf an, auf das Graswachstum, auf die Pflegemaßnahme drumherum. Am besten unsere Pflegepläne mal anschauen, weil da ist das Lüften natürlich auch unterschiedlich vom Zeitpunkt her. Und wir empfehlen auch immer nur das Lüften in eine Richtung und das nächste Mal in die andere Richtung. Wenn ich jetzt natürlich kreuz lüfte, einmal längs, einmal quer, sieht der Rasen auch nicht so aus, wie ihr gerade gesehen habt, sondern dann nimmt es ihn natürlich ordentlich mit. Und auch wichtig, sollte natürlich, wenn ihr das erste Mal lüftet, der Rasen sollte natürlich dementsprechend auch Dünger bekommen, vorher Dünger, damit der Rasen richtig gut genährt ist, dass er gut im Futter steht und damit der die Schäden auch schnellstmöglichst wieder ausgleichen kann, weil dann die Nährstoffe schon im Gras drin sind und nicht erst wieder aufgenommen werden müssen von den Wurzeln. Aber wenn ihr auch unsere Pflegepläne nutzt, dann ist es eigentlich völlig egal, weil da düngen wir sehr viel, also nicht viel, sondern regelmäßig mit weniger Material. Und dadurch habt ihr auch den Düngerintervall deutlich verkürzt. Genug gelabert, ich würde einfach sagen, legen wir los. Wir schauen mal den Unterschied vom teuren Gerät zum günstigen Gerät an und vor allem auch, wie viel Material rauskommt. Und wie gesagt, wir hatten heute Nacht sehr viel Regen. Normal macht man sowas im Trockenen. Fangkorb hin, ich fange mal mit dem Gerät an. Da ist halt echt der Vorteil, ich habe gleich einen Fangkorb mit dabei und ich habe auch hier einen Fangkorb, aber der funktioniert nicht. Der hier funktioniert. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, ich habe zum Beispiel bei diesem Gerät jetzt, ich kann den Vortrieb anders steuern. Je schneller ich durchgehe, desto schonender ist natürlich, desto weniger kommt aber raus. Je langsamer ich gehe, gerade andersrum, kommt natürlich mehr raus und desto aggressiver ist das Ganze dann. So, machen wir noch mal eine Bahn.
Und weil es so schön war und so einfach, gleich nochmal. So, wenn man jetzt mal das Material anschaut, was da rauskommt, das ist eigentlich überwiegend abgestorbenes Material. Das sind nicht wirklich gesunde Gräser drin, sondern da ist alles wirklich abgestorben und überwiegend braun. Natürlich sind immer wieder mal gesunde Gräser drin, aber ganz gesund sind sie auch nicht, weil sonst wären sie auch nicht rausgegangen. Und wenn mal ein gesundes Grashalm rausgeht oder abgerissen wird, ist auch nicht schlimm, weil das regt wieder die Bestockung an. Bedeutet, der Rasen geht mehr in die Breite, er bildet neue Blätter, weil jede Verletzung, jeder Querabriss von den Blättern bedeutet, dass das Gras sich wieder neu ausbreiten muss, beziehungsweise die Bestockung anregt. Genau. Und jetzt, wie gesagt, war eingestellt, ziemlich auf Bodenkontakt. Das Ganze kann man natürlich auch noch tiefer stellen. Ich zeige es euch jetzt mal, wenn man noch tiefer stellt, was dann passiert. Auch hier der Rasen, der hat es eigentlich ganz gut überlebt. Kann man auch noch langsamer fahren und dann seht ihr schon, dass deutlich mehr Material rauskommt und der Rasen aber auch ganz anders aussieht danach. War jetzt deutlich tiefer und langsamer und wenn man das jetzt mal anschaut, der obere Bereich, es sieht ähnlich aus, aber es sind auch immer wieder komplett gesunde Gräser drin. Das war jetzt schon zu tief. Auch hier in diesem Bereich sieht man es wieder. Das hier, das war einfach zu tief eingestellt. Ich habe das gesunde Gras, auch hier, das gesunde Gras zu sehr geschädigt und so soll es nicht sein. Das war zu tief eingestellt und man sieht es auch ganz klar. Ich hoffe, man sieht es auch auf der Kamera. Also von hier sieht man es richtig gut. Der Rasen ist hier deutlich, also die Supina deutlich mehr aufgestellt, was eigentlich kontraproduktiv ist, weil das sind die Ausläufer. Ich habe die Poa supina, die verbreitet sich oberirdisch durch oberirdische Ausläufer und die soll eigentlich liegen und dann kommt hier eine neue Graspflanze. Und das Problem ist, wenn ich die jetzt aufstelle und abschneide, dann zerstöre ich bzw. verhindere die Ausbreitung. So soll es eigentlich nicht sein. Und ich habe trotzdem noch sehr viel Material drin, was ich eigentlich raushaben möchte. Deswegen bringt es nichts, wenn man zu aggressiv lüftet. Hier, wie gesagt, sieht der Rasen anders aus. Hier sieht er deutlich besser aus, unangetasteter aus. Aber trotzdem ist hier viel Material raus. Ich habe auch hier natürlich noch was drin, wo irgendwann noch mit raus sollte. Und das geht auch beim nächsten Mal raus. Deswegen würde ich ganz klar empfehlen, lieber schonender lüften und dafür häufiger lüften. Da werdet ihr es merken, euer Gras braucht auch viel weniger Zeit zum Regenerieren. Ihr habt es gesehen, nach 1-2 Tagen sieht er aus wieder wie neu, beziehungsweise viel frischer, als wenn ihr ihn viel zu sehr stresst. Da braucht er eine gute Woche und wenn ihr dann die Pflegemaßnahme nach 2-3 Wochen wieder macht, dann erholt er sich gar nicht. Er braucht viel zu viel Dünger und natürlich auch viel zu viel Zeit zum Regenerieren. Und jetzt würde ich sagen, testen wir mal das günstige Gerät. Ich habe jetzt das Gerät erst auf Stufe 1, das ist die höchste Stufe. Ich habe es jetzt nochmal umgestellt, um euch zu zeigen, was der Unterschied ist von der höchsten zur tiefsten Stufe. Vortrieb gibt es keinen, aber durch die Rotation geht das Gerät automatisch nach vorne. So, kein Fangkorb dran, wird es eh nicht aufnehmen. Ihr seht, es ist minimal was rausgekommen. Es ist natürlich, also es erfüllt auch den Zweck. Die Gräser werden erstmal wieder aufgestellt, auch hier. Ihr kämmt den Rasen regelrecht durch. Aber ihr seht auch schon bei diesem Gerät, dass das, was ich vorhin angesprochen habe, der ist nicht ganz so schonend, weil dieses Gerät einfach mehr grobe Zinken hat und dadurch einfach rapiater an die Sache rangeht. Aber wie gesagt, den Zweck erfüllt es auch. Und wenn ich jetzt den tiefer einstelle, das ist dann natürlich fatal. Ich stelle jetzt auf Stufe 3. Das ist das Tiefste, was geht.
Und dann seht ihr auch gleich hier, wie der Rasen danach aussehen wird. Und ich denke, man sieht es ganz gut. Es ging natürlich mehr raus, aber ihr habt natürlich auch mehr gesunde Gräser rausgeholt, aber halt auch kranke Gräser, kranke Blätter, so wie das hier. Das ist natürlich sehr gut. So soll es auch sein. Aber auch hier würde ich ganz klar empfehlen, nicht zu tief, auch nicht zu langsam gehen, sondern einfach dementsprechend lieber häufiger die Maßnahme machen und dafür etwas schonender mit dem Rasen umgehen. Denn auch hier ist dann die Regeneration deutlich schneller, beziehungsweise ihr merkt es oder ihr seht es dem Rasen kaum an. Ich würde sagen, ich mache die Fläche voll fertig und ihr solltet noch wissen, dass man eigentlich solche Maßnahmen natürlich nur im Trockenen macht, beziehungsweise wenn es 1, 2, 3 Tage zuvor nicht geregnet hat. Wie gesagt, habe ich glaube vorhin schon mal erwähnt, aber ich möchte es noch mal erwähnen. Wir haben jetzt heute, der Rasen ist nass, beziehungsweise der Boden ist nass. Deswegen ging auch relativ wenig raus. Normal geht dann auch etwas mehr raus, aber wie gesagt, so ist halt. Wir haben feste Drehtage und es geht halt nur samstags und deswegen, wir haben das Wetter natürlich auch nicht in der Hand. Viel wichtiger für euch ist auch noch zu wissen, dass ihr solche Maßnahmen bitte nicht zu früh macht. Startet bitte mit solchen Lüftaktionen erst, wenn der Rasen im Frühjahr, wenn der Rasen gut aus dem Winter gekommen ist, gebt ihm erstmal Futter und lasst ihn erstmal richtig aufwachen. Erst wenn ihr vielleicht 3, 4, vielleicht 5 Mal gemäht habt, dann das erste Mal lüften, ganz schonend lüften. Und wie gesagt, immer nur in eine Richtung lüften, es sei denn, ihr habt schon 5 Jahre gar nichts gemacht, dann würde ich persönlich erstmal kreuz und quer lüften, vielleicht auch nochmal nachsäen und dann könnt ihr, wenn ihr es regelmäßig macht, ich lüfte zum Beispiel alle 2, alle 3 Wochen, wie gesagt, erst in die eine Richtung, dann 2 Wochen später in die andere und dann auch mal diagonal. Und eins kann ich euch auch sagen, egal wie oft ihr lüftet, es wird immer Material rauskommen und es wird immer nahezu gleich viel rauskommen und euer Rasen sieht eigentlich dann immer besser und besser aus und am Anfang werdet ihr auch extrem erschrecken, wie euer Gras aussieht, vor allem wenn ihr schon jahrelang nicht gelüftet habt oder auch mal mehrere Wochen nicht lüftet, denn da erschrecke ich persönlich auch immer. Und ich würde sagen, ich mache jetzt voll fertig. Euch wünsche ich eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao. This love's gonna carry me.